kalt. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie war die Nacht? Ja, war ganz schön frisch. Also ich sage jetzt mal, ab gefühlt 2 Uhr hat man dann doch alle Schichten und alle Luken im Schlafsack zugemacht. Ja. Und zwischendrin habe ich mir auch meine Socken so ein bisschen herbeigesehen, die ich draußen hatte. Aber ging schon gut. Aber richtig kalt, doch mal was anderes. Ja, es hat halt abgekühlt auf 14 Grad und das haben wir dann schon gemerkt. Ja, und jetzt haben wir hier schon zusammengepackt. Wir sind von der Zeit her echt im Moment immer fast ähnlich. Ja. 6 Uhr. 5:30 Uhr geht der Wecker, Ja. 6:27 Uhr ist jetzt. Jetzt sind wir startklar. Genau. Bisschen wärmer angezogen für die ersten Stunden. Sehr aber- viel mehr Schichten, alles, was die Taschen so hergeben. Ja, dann wird es 30 Grad wieder, glaube ich. Ja, Jo. genau. Mal sehen, wann wir die Sachen alle ausziehen können. Ja. Zur Strecke, wir haben irgendwie 110 Kilometer, genau. 960 Höhenmeter nur, also Ja. die Hälfte von gestern, wird entspannter. Und wir fahren jetzt erstmal los. In 40 Kilometern kommt Arezzo, das ist eine kulturreiche Stadt. Dann kommt noch Cortana. Und also wir fahren halt immer weiter in den Süden. Und dann kommt der Trasimeno-See. Und da campen wir dann direkt. Campen wir, genau. Wir müssen gerade vom Campingplatz auf den Radweg erstmal übersetzen, über so eine größere Straße. Es gibt gerade nichts Schönes zu filmen. Ja, wir haben es geschafft. Es waren jetzt einige blöde Kilometer. Ist das eine Bäckerei? Ja. Der Mario hat schon Sorge, ich esse ein Schokocroissant. Ja. Die Sorge ist auch berechtigt. Rot. Puh. Ja, jetzt stehen wir hier vor verschlossener Brücke. Sollte jetzt eigentlich hier weitergehen. Ups. So, und jetzt haben wir zuerst gedacht, wir müssten weiter hierher, da bis hier und keine Ahnung. Aber wenn man mal genau schaut, wenn wir jetzt hier die Linie, den Trail entlang fahren, dann ist da, geht's drüber. Und dann hierher und dann sind wir da wieder drauf. Das war gerade ganz spannend. Da war ein Hund, nicht angeleint und der konnte frei auf die Straße laufen. Und Anne hat ja ein bisschen Schiss davor. Aber der blieb einfach da, wo er war. Also hat einfach nur gebellt, kam nicht auf uns zu. Das ist echt klasse hier. Oh meine Güte. Also das ist schon sehr wild. Shit, nicht geschafft. Ja, verrückt hier. Scheiß Brücke, ey, dass die zu ist. Ja, da vorne. Boah. Ich schieb jetzt. 'Jetzt. 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 'Jetzt
Wir schieben wieder zurück. Wir sind jetzt ein paar Meter zurückgefahren und versuchen jetzt mal über diesen Weg wieder auf die größere Straße zu kommen. Ja, das ist etwas blöd jetzt hier, aber wir bekommen es hin. Ja gut, also das sieht jetzt hier wieder befahrbar aus. Das sollte jetzt funktionieren. Ja, jetzt haben wir hier noch eine kleine Hürde, das geht. Ich habe Anne schon gesagt, die kann runterkommen. Das schauen wir jetzt auch noch. Und da vorne ist, glaube ich, schon wieder Zivilisation. Für mich heute echt den Begriff, diese Hunde überall. Machen mich ganz nervig. Ja, gut. Also jetzt hier hoch. Wir haben uns jetzt gerade gesagt, keine Experimente mehr. Genau, wir folgen jetzt einer anderen Route, und zwar dem Euro-Velo-Route 7. Ab Punkt 16 auf unserer Tour stoßen wir da wieder sozusagen auf die ursprünglich von uns geplante und voraussichtlich. Ja, das ist dann auch okay, und jetzt machen wir erstmal Meter und genau. können so ein bisschen Zeit aufholen, die wir jetzt gerade verloren haben. Ja, genau. Endlich wieder Plain Sailing. Jetzt haben wir hier wieder einen wunderschönen Weg gerade. Ist das nicht schön, wenn man einfach mal vorankommt? Ja. Einfach mal ein paar Meter rollen. Mein Gott, war das eine Das kommt nicht ins Video. Fahrradfahrer! Ciao! 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 So, Arezzo, Porta San Laurentino. Ja, es ist etwas steil. Ich glaube, das kann man ganz gut daran erkennen. Ne? Das ist hier der Dom von Arezzo. Vorne ist so eine Mauer, ich glaube, da kann man mal drüber schauen. Dänisch Kebab? Hä? Türkisch? Dänisch? Hier gibt's alles, nur eine Eisdiele haben wir nicht gefunden. Wir haben jetzt aufgegeben, fahren jetzt weiter. Aber eingecremt haben wir uns zumindest, ne? Genau. Eingecremt in Arezzo. Ja, jetzt fahren wir hier gerade durch so ein Industriegebiet. Ne? Nicht mal ein gelbes M gibt's hier. Ne? Oder Gold. Oder grün. Die sind doch grün mittlerweile, oder? Ja, aber das M ist, meine ich, immer noch gelb. Ja, ja, schon klar. Wollte ein bisschen frotzeln. Guck mal, hier ist Assi-Gold. Es wird jetzt ruhiger. Wir sind in der Ebene angekommen und ich glaube, wir fahren so 30 Kilometer jetzt ziemlich geradeaus.
schnurstracks gerade. Und links neben uns ist dieser Fluss oder Kanal. Mal schauen, ob wir gegen Mittag dann vielleicht mal irgendwo einkehren in eine Pizzeria oder so. Wobei ich irgendwie den Eindruck habe, also zumindest in kleineren Orten sind Pizzerien mittags immer zu. Ne? Also ja, vielleicht wird es aber was anderes. Ja gut, also eine spannende Sache haben wir heute auch noch vor uns. Seht ihr diese Spitze da? Das ist halt, das ist halt kein Anstieg, sondern so wie es da dargestellt ist, ist es eine Wand. Also das geht innerhalb kürzester Zeit auf 300 Meter hoch. Ja, da bin ich mal gespannt, ob das stimmt und ja, wenn ja, wie wir da hochkommen. ...30 Kilometer geradeaus. Wir singen manchmal komische Sachen. Anne fängt mittlerweile auch schon an. Ich glaube, das färbt von mir ab. Absolut. Sobald freue ich mich über Zivilisation. Auf dem Sentiero Sentiero della Fica. Fica. Tugi. Ja, da vorne bei der rostigen Brücke ist gerade ein Gravelfahrer vor uns gewesen, der ist da abgebogen nach rechts. Und auf der anderen Seite haben den erstmal Hunde empfangen und den verfolgt. Ja, da haben wir noch mal Schwein gehabt. Also davor habe auch ich Respekt. Und obwohl ich mal früher einen großen schwarzen Hund hatte. Ne? Villa Rustica. Ja, man sieht hier, dass alles ziemlich trocken ist. Der Betreiber vom Campingplatz gestern Abend, der hat das auch noch mal gesagt. Das ist, was war das? Im letzten Jahr hat es auch von April bis September da nicht geregnet, ne? Ja, genau. Da oben müssen wir hin. Jetzt geht's rauf nach Cortona. Uhr 44. Bestes Sommerwetter. Bergsteigerwetter. Und war steil genug? Ja. Ich dachte, ich roll wieder rückwärts runter. Rückwärts runter. Nee, haben wir geschafft. Geschafft. Ja, eben trinken, Also, Akku wechseln und dann gehen wir mal in den Ort kurz rein.
Aber wie immer, nicht zu viel Kultur bei uns. Ne? Ja, das stimmt. Wir halten uns lieber im Grünen auf. Jo, hier geht's jetzt hoch. Scheiße, ich kann nicht hoch. Was sagt Anne? Ich hab's nicht gehört, aber ihr wahrscheinlich. Und die Anne hat's auch geschafft. Mit Umwegen. Ah, ich glaube da hinten, da kann man den See sehen, wo wir heute übernachten. Wir sind bei der Abfahrt. Ja, es ist ziemlich steil, da kann ich kaum filmen. Hier geht's gerade mal. Das Ziel rückt näher. Genau, wir kommen dem See näher. Jetzt verlassen wir die Toskana und sind in Umbrien. Leider nicht die Bleibe für diese Nacht. Blitzeblauer Himmel. Und blitzeblauer See. Und blitzeblaues Trikot. Super Kombination. Wir sind jetzt auf der Ebene vom See. Also viel sieht man jetzt gerade nicht, aber da rechts ist er. Man muss ja sagen, dass wir auf dieser Tour extrem unterschiedliche Campingplätze hatten. Ne? Also von bis 5 Sterne am zweiten Tag, vorm ersten Tag dieser ganz einfache, dann gestern dieser Agri-Camping. Also die volle Bandbreite, komplett unterschiedlich. Und ja, für uns ist es ja immer alles okay, weil es ja nur eine Nacht ist. Wenn man, weiß ich, 1, 2 Wochen oder so irgendwo ist, dann ist es schon viel wichtiger, ob einem der Platz grundsätzlich gefällt oder nicht. Selbst wenn wir jetzt mal einen schlechten haben, dann kommen wir damit auch immer klar. Es ist ja nur eine Nacht. Ne? Durex Kondomautomat. Hier wäre jetzt schon ein Campingplatz. 3 Sterne hat der. Wird auch noch gehen. Hotel, Restaurant, Camping, auch 3 Sterne. Gut. Also genug Sachen im Petto, aber wir nehmen den letzten der 3. Ist auch dann in die richtige Richtung. Dann haben wir morgen 1, 2 Kilometer weniger. So, Camping Trasimeno. Guten Abend. Guten Abend. Wir melden uns jetzt noch mal ein paar Stunden später. Es ist schon nach 20 Uhr. Und ein abwechslungsreicher Tag geht so langsam zu Ende. Ja, genau. Das hat ja gestartet mit einer Brücke, die nicht vorhanden war und wir dann auf Umwegen erstmal geirrt sind und wieder umgekehrt sind. Und, ja, der Weg war echt verrückt. Also am Anfang ging es ja noch und man denkt, es wird gleich besser, aber es wurde nicht besser. Ja, genau. Und wenn es dann so schlimm wird, dass du nicht mehr filmen kannst, ja, dann ist schon klar, was passiert. Ne? Ja, und
ja, dann zurück und dann waren wir dann erstmal froh, wenn es einfach lief. Das war okay. Ganz normaler Asphalt. Also hatten wir dann heute Morgen schon ein paar längere Stücke. Wir sind ja dann Stücke auf größeren Straßen. Ne? Eurovelo 7 Ja, gefolgt, genau. richtig, Also das haben wir ja bewusst dann gemacht. Uns war dann klar, dass es sehr viel an der Straße entlang ist. Genau. Dann hatten wir heute ein paar Erlebnisse noch mit Hunden. Da habt ihr auch nicht alles mitbekommen, da haben wir nicht alles gefilmt. Aber das Krasseste bei dir, wo dann die Angst nochmal so richtig hochkam, war, als du so langsam da hochschieben musstest an zwei Hunden vorbei, die ganze Zeit ständig gefletscht haben. Und die Zähne gefletscht haben, ja. Und du hast danach so gezittert. Und dann sollte ich immer bei ihr bleiben, wenn wir an einem einsamen Haus vorbeifuhren. Und Anne fuhr dann lieber größere Straßen als die kleinen Feldwege an diesen Häusern vorbei. Ja, weil wir dann nachmittags ja noch echt die Situation hatten, dass diesem Gravelbike-Fahrer zwei Hunde gefolgt sind, die einfach aus dem Nichts irgendwo hervorkamen. Und irgendwie, seitdem hatte ich jetzt so ein bisschen auch heute, habe ich gemerkt, immer den Eindruck, irgendwie gleich kommen irgendwelche Hunde, die uns verfolgen. Ja. Genau. Ja, davor habe ich mittlerweile auch echt Respekt und ich hoffe immer, dass die Grundstücke eingezäunt sind, was sie meistens sind. Ja? Aber heute einmal auch nicht. Ja? Aber der Hund blieb dann auch auf dem Grundstück. Ne? Naja. Und Anne fragt dann irgendwann ganz trocken, sag mal, gibt es eigentlich auch Leckerlis mit Schlafmittel drin? Oder? Ja, so, die sofort in dem Moment dann natürlich auch funktionieren. Dass wir einfach nur kurz, wenn wir vorbeifahren, dann schlafen, dann können sie meinetwegen auch wieder aufwachen und rumbellen. Genau. Ja. Und dann hatten wir die beiden schönen Städte, Arezzo und Cortana. Aber anspruchsvoll. Es kann sein, dass ich auch mal, es heißt Cortona, ich habe schon wieder falsch gesagt. Es kann sein, dass ich es mal Cortana genannt habe. Richtig ist Cortona. Und das gilt jetzt für das ganze Video. Ja. Und jetzt sind wir hier an diesem schönen See. Echt ganz nett. Ja, und dann hatten wir noch ein paar Probleme mit dem Campingplatz. Willst du erzählen? Ja, genau. Chronologisch. An sich hatten wir kamen ja so gegen kurz nach 15 Uhr. 15 Uhr dann hier an. Man hat schon gemerkt, es ist voll und sie hat dann gleich gesagt, sie hat zwar einen Stellplatz, aber den können wir erst ab 18 Uhr nutzen. Und wir haben schon gesehen, die auf dem Platz standen oder da noch eben ihr Zelt hatten. Das war wirklich um die Zeit noch komplett aufgebaut. Und, man hat dann so gegen 16 Uhr haben wir die das erste Mal gesehen. Da haben sie dann eingepackt und so weiter. Und ich habe aber auch schon gedacht, sportlich, wenn die bis 18 Uhr weg sein sollten. Ja, und letztendlich Punkt 18 Uhr sind wir dann dahin. Ja, und der stand dann immer noch da, war schon deutlich fortgeschritten, aber er hätte halt den ganzen Tag noch gebucht und sehr wahrscheinlich reisen sie gegen 7:30 Uhr ab. Ja, und da hat die Rezeption irgendwie Bockmist gebaut. Ja. Letztendlich hätte ich den wahrscheinlich früher schon ansprechen sollen, irgendwie gegen 16 Uhr. Dann wäre das früher rausgekommen und dann hätten wir dann unser Zelt jetzt einfach da aufgebaut, wo wir es jetzt stehen haben. Das ist so ein Behelfszeltplatz. Ausgerechnet heute hatten wir halt schon geplant, Wäschetag zu machen, weil wir einfach auch früh dran waren. Und die haben wir jetzt zum Glück dank so ein bisschen einer leichten Brise und immer noch relativ hohen Temperaturen doch noch trocken bekommen. Aber da hatte ich zwischendrin auch so ein bisschen meine Bedenken. Ja. Aber hat alles gut geklappt. Ja. Genau. Vielleicht zum Campingplatz selbst. Also wir hatten halt ein bisschen Pech. Ne? Gut, wir haben A nicht reserviert, aber B hat man uns dann halt eine falsche Information gegeben, ne? Mit diesen 18 Uhr. Aber sonst ist der Campingplatz wirklich schön, würde ich sagen. Schön gelegen, direkt am See. Gute sanitäre Anlagen, Waschmaschine und alles da. Pool. In den Supermarkt waren wir nicht, ne? Doch, da waren wir heute. Haben Getränke gekauft. Der war auch okay. Klar, im Supermarkt immer. Hier jetzt war es schon ein bisschen teurer, aber auch gut sortiert. Ja, das war das. Und genau, morgen geht es dann weiter nach Perugia und Assisi. In Umbrien, ne? Ja, genau. Sind wir jetzt, genau. Und da sind wir echt gespannt. Irgendwie jeder Tag ist immer ein neues Erlebnis, was uns morgen erwartet. Ja, genau, richtig. Das mit der Campingplatz Odyssee und 2,5 Stunden warten ungefähr, ja.
Ja, aber immerhin haben wir die Zeit genutzt für Wäschewaschen. Gut, Genau. also das reicht jetzt auch mit dem Gelaber. Schönen Abend, wir sehen uns morgen früh, ne, dann schwingen wir uns wieder auf die Räder und ihr seid dabei. Genau. Ciao. Ciao.